Hallo meine Lieben, heute habe ich euch eine Kartenidee, wo ihr mit einem Word Cutting Die und der dazugehörigen Schattierung eine Karte basteln könnt, und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist diese Karte, welche eine Abstufung hat von Farben und das auch im Wort selber drin. Wichtig dafür, damit ihr die machen könnt, ist, dass ihr solche Word Dies habt. Nicht nur Word Dies, sondern effektiv auch die Schattierung dazu. Die braucht ihr, um diese Karten zu machen. Und wie das Ganze funktioniert, gehen wir jetzt Schritt für Schritt durch. Für die Karte heute braucht ihr Folgendes. Einerseits eine Basiskarte, die ist wie immer 21 cm x 14,8 cm, gefalzt bei 10,5 cm. Das ist hier so ein 200 Gramm weißer Karton. Dann braucht ihr 4, ihr könnt auch 5 nehmen. Ich gehe jetzt hier mit 4 verschiedenen Farben, die so zueinander passen. Und die habe ich geschnitten auf 14,8 x 10,5 cm. Alle 4. Dann habe ich das selber auch noch in weiß geschnitten, weil ich das als Schablone verwende. Und dann, und das ist eigentlich das Wichtigste an dieser Karte, braucht ihr Cutting Dies, die nicht nur das Wort ausschneiden, sondern auch den Schatten hinten dran. Ich werde hier Thanks nehmen, aber da gibt es noch eine Hello, Enjoy, Love, Beautiful, Awesome. Einfach, ihr braucht so ein Cutting Die, auch gerne etwas, was ein bisschen größer ist, damit es halt diese Karte auch so ein bisschen einnimmt. Das ist das, was ich gerne auch noch mache auf dem obersten Layer. Und bei mir wird der hellblaue, der oberste Layer, dass ich das debosse. Das sind so kleine Pünktchen, die dann ein Muster auf der Karte hinterlassen. Das mache ich gerne mit der obersten. Könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Und dann brauchen wir am einfachsten geht, wenn ihr einen Hebelschneider habt. Und natürlich die Big Shot. Und als allererstes starten wir damit, dass wir dieses oberste Element kurz debossen. Die Karte ist ein kleines bisschen größer als diese Debossing-Folie, aber das ist gar kein Thema. Ich mache den hier nur kurz fest, damit er mir nicht verrutscht. Und dann geht es auch schon ab in die Big Shot. Und so sieht das Papier dann aus, wenn das Debossing drauf ist. Ich finde das wirklich super mit diesen Pünktchen oder mit diesem Stichmuster. Als nächstes schneiden wir nur mit dem Rahmen die Schablone. Und hier gucke ich drauf, dass ich einfach in der Mitte von diesem Papier liege. Ich mache das jeweils mit Kleber fest. Und jetzt kann ich dieses Stück hier rauslösen, trotzdem aber das hier drauf lassen, weil jetzt nehmen wir einzeln immer die Karten und legen die so drauf, dass die wirklich schön mittig liegen und auch nicht mehr verrutschen. Dann habt ihr hier die Form ausgeschnitten. Und die müsst ihr auch behalten, weil die brauchen wir gleich auch noch. Und das mache ich jetzt mit jeder Karte.
Als nächstes brauchen wir das Wort und diese 4 einzelnen Elemente, weil daraus werden wir jetzt das Wort noch ausstanzen. Und was wir davon brauchen, ist das Wort selber. Den Rahmen hier, den brauchen wir nicht mehr. Wenn ihr irgendwelche Wörter habt, wo ihr auch noch I-Punkte zum Beispiel habt, dann müsst ihr darauf achten, dass ihr die auch beiseite legt. Und um diese Reststücke hier rauszupulen, das macht ihr am einfachsten mit dem Picking Tool kurz. Und das mache ich jetzt effektiv auch mit allen 4 Stücken. Was wir als nächstes machen, ist diese Thanks aufeinander kleben, und zwar in der Reihenfolge, wie ihr dann auch die Karten aufeinander klebt. Das heißt, bei mir kommt das hellblaue zuerst, dann das mittelblaue, dann das dunkelblaue und dann das graue drunter. In der Reihenfolge klebe ich die jetzt aufeinander. Am einfachsten geht das mit einem Flüssigkleber, wo ihr eine kleine Tülle habt. So, und wenn ihr damit durch seid, dann habt ihr hier quasi die Kanten mit so einem Ombre-Effekt. Das heißt, man sieht so ein bisschen die verschiedenen Farben. Das legen wir jetzt kurz beiseite. Jetzt brauchen wir den Hebelschneider und die Karten. Und zwar müssen wir die jetzt alle in der Mitte voneinander schneiden. Die Karte ist 10,5 cm, von dem her landen wir bei 5,25. Ich nehme hier 5,2. Und einfach darauf achten, dass sie gerade liegt. Ne, ihr habt hier unten die Skala auch nochmal, da könnt ihr kontrollieren, ob das wirklich gerade ist. Und vor allem, was wichtig ist, dass jede Karte genau gleich ist. Ne? Also, dass hier alle Karten, quasi wenn ihr die aufeinander legt, müsste man durchgucken können. So. Und jetzt schneide ich alle bei diesen 5,2. So, das habe ich jetzt mit allen gemacht. Und die unterste ist die graue, ne? Die nehme ich jetzt mal. Und wenn ich die jetzt so auf die Karte draufkleben würde, dann erreiche ich nicht den Effekt, den ich haben will. Weil ich will, dass das quasi so zu liegen kommt. Das heißt, dass ich einen größeren Abstand habe. Dazu muss ich die beiden Karten auf beiden Seiten einkürzen. Das ist 1,5 cm. Das heißt, beide graue Stücke kürze ich jetzt um einen halben Zentimeter
Und zwar am Ende, nicht da, wo der Schriftzug ist, sondern am anderen Ende. Das heißt, ich lege die mal hier so, während das Messer unten ist, lege ich die hier an, gucke, wo ich hier zu liegen komme, das sind 5,4. Das heißt, ich muss auf 4,9 zurück. Gerade und dann schneiden. Das merke ich mir, ne, die 4,9. Wir machen jetzt gleich hier unten weiter, weil die nächste Karte, die kommt, die sollte ja jetzt nochmal um 1 Zentimeter kürzer sein. Das heißt, jetzt hatte ich 4,9 und jetzt gehe ich auf 4,8. Ihr seht auch schon das Prinzip, wenn ich die jetzt aufeinander lege, dann habe ich hier einen Abstand. Na. So. Das heißt, die war jetzt 4,8, dann gehe ich mit der nächsten auf 4,7. Und immer gucken, dass ihr schön gerade liegt. Ne? Wenn ihr merkt, das war jetzt irgendwie zu wenig, dann nehmt ihr da einfach nochmal 1 Zentimeter. Ich war jetzt bei 4,7, dann gehe ich halt auf 4,6. Sieht schon besser aus. Ich orientiere mich hier so an diesen Abstufungen. So, 4,6 waren das, dann gehe ich jetzt auf 4,5. Lieber einmal ein bisschen zu wenig abschneiden als zu viel, weil man kann immer noch nachschneiden, aber wieder dran hängen wird schwierig, ne? So, sieht schon besser aus, weil jetzt erkennt man effektiv auch diese einzelnen Abstufungen. Genau dasselbe machen wir jetzt auf der anderen Seite. Bei Grau hatten wir ja am Anfang einen halben Zentimeter, den wir abgeschnitten haben. Und das mache ich jetzt auch hier wieder. Und Achtung, auch so, dass die Schrift hier auf der Seite ist. Wir schneiden auf der Seite. Hebel unten, gucken, wo wir hier zu liegen kommen, wenn der Hebel unten ist. Oder ihr könnt euch auch hier an dieser Schneidekante quasi orientieren. Wenn die dran liegt, dann lande ich hier bei 5,3 fast. Das heißt, wir sind bei 4,8. Die ist bei 4,8 geschnitten, das heißt, die nächste, die dunkelblaue, nehmen wir bei 4,7. Und immer darauf achten, dass sie gleich liegt. Ne? Die nächste 4,6. Und dann wird das hier bei 4,4 sein. Jetzt kleben wir einen Teil nach dem anderen auf die Karte und da müsst ihr halt einfach jeweils drauf gucken, dass ihr die richtig habt. Ne? Bei mir jetzt dieser T, weiß ich, dass der Schwung nach oben liegt ja auch so vor mich hin. Ne? Und das muss hier oben liegen, damit ich die Karte dann auch so öffne, dass der Schriftzug so drauf liegt. Das heißt hier... Und hier natürlich auch die Reihenfolge einhalten. Ne? Ich hatte zuunterst grau, dann dunkelblau, dann mittelblau und dann hellblau. Von dem her kleben wir jetzt zuerst dieses graue Stück hier drauf. Und das mache ich mit Flüssigkleber. Und da ist es jetzt wichtig, dass ihr das effektiv oben an die Kante legt und natürlich seitlich auch. Das passt. Dann
dann klebe ich den unteren Teil fest und den orientiere ich unten an der Kante und seitlich. So, und wenn ihr jetzt alles richtig gemacht habt, dann müsste sich die Karte so öffnen lassen und der Schriftzug müsste hier wunderbar in die Mitte passen und ihr habt hier trotzdem noch so ein bisschen einen Abstand. Das kleben wir aber erst am Schluss auf. Jetzt fahren wir weiter mit einfach den nächsten Layern. Die nächste ist bei mir dunkelblau. So, und jetzt kann man noch das Wort reinkleben. Und schon ist die Karte fertig. Ihr habt hier diese Abstufung und dann dieses erhöhte Thanks, wo man auch so ein kleines bisschen diese Farben wiedererkennt. Und das Ganze weiß. Und es geht eigentlich auch noch mit der Dicke von der Karte. Also ich würde hier 4 Layer sind, finde ich eigentlich optimal. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, das Ganze nachzubasteln. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!